Hi alle zusammen, hier ist die Paulina aus der Nähschule Greenberry. Heute präsentiere ich euch eine Anfängernähmaschine von AEG. Ich zeige euch, wie man die einfädelt, wie die funktioniert und wie man noch das Beste rauskriegt, also die besten Nähte natürlich. So, today I'm going to show you this AEG sewing machine and I'm going to show you how to thread it, how it works, and I'll give you loads of tips actually to get really nice stitches. And yeah, so hang along and enjoy the ride. So this is how your machine would look like. Also so sieht deine Maschine aus, wenn du die auspackst. Und so sieht die nackig aus. And this is how it looks when it gets repaired. The first thing we're going to look at is the bobbin. You should use plastic bobbins instead of the metal ones. Also ihr solltet lieber Plastikspulen benutzen statt Metall, weil die reiben dann weniger in das Gehäuse von der Spulenkapsel. This machine has a broken thread holder. I'll show you that in a second. Also diese Maschine hat einen kaputten Fadenhalterung und das sieht man, da gibt es zwei eigentlich. So there should be two, which makes it possible to do it with needle stitch. Also braucht man ja zwei Oberfäden, wenn man dann einen Zwillingsnaht machen will. These parts are really easy to get online, but you can just use a glass for the moment. Für den Faden kann man auch temporär einfach ein Glas nehmen. Let's start to wind the bobbin. Also, auf die Spulvorrichtung kommt unsere Spule drauf. Make sure your sewing machine has power. Also schau mal, dass alle Kabel drin sind. Vielleicht habt ihr auch einen Knopf zum draufdrücken, damit auch die Glühbirne leuchtet. Damit die Nadel nicht mitfährt, wenn wir dann aufspulen, braucht ihr einmal diesen Knopf zu drücken. Then you need to press this button on the hand wheel. Und jetzt braucht der Faden ein bisschen Spannung. Wird hier einmal durchgeführt. So your thread goes through here and then you go all the way to your bobbin. An der Spule angekommen, machen wir bei den Faden 5-mal um die Spule herum in der Ohrrichtung mit dem Rest von dem Faden. So you go 5 times around clockwise on your bobbin and then you pull it to the right. Die Spule wird einmal nach rechts gezogen. Jetzt kann man leicht auf das Gaspedal drücken. Natürlich einfach am Boden mit dem Fuß. Ich zeige das hier nur, damit man das ein bisschen sehen kann. So of course you're going to be stepping on the gas pedal with your foot and not with your hand. I'm just showing this so you can see it at the same time how it's winding up. Wenn die Spule voll ist, können wir die einfach nach links ziehen und abziehen nach oben. So when you're ready, you can take it to the left and then take it off. Snip off the threads and you're ready to get the thread threaded. Eine kleine Werbung für diese kleine Halterung, die passt bei fast jeder Nähmaschine auf die Spulhaltung für deinen Garn. This thread holder you can purchase in my online shop and it holds on to almost every sewing machine. Jetzt fangen wir einfach an, den Oberfaden einzufädeln. Nicht hier, wo wir gerade drin waren, sondern unten drunter. Da gibt es einen Haken. So you put your thread in like a dental floss just underneath and go through the tension. Also wir gehen durch die Fadenspannung. Damit ich euch nicht blende, tue ich einmal hier alles zusammenschrauben wieder. Da gibt es nämlich hier so kleine Häkchen, die müssen reinklicken. So these ones need to click in and I'm just gonna put that back on again and screw it all together. Wenn ihr Interesse habt an einem Pflegevideo, if you're interested in more tips about your sewing machine, like you can clean it, you can look in the right corner. The thread goes all the way up, also der Faden geht von unten nach oben wieder. Es gibt so ein kleines Bild hier auch an der Seite und wir gehen durch den Fadenhebel. Then it goes through the hook up here and down to the needle. Hier könnt ihr schauen, auf jeden Fall ist der Fadenhebel oben, indem dass ihr das Handrad zu euch dreht. In case your hook isn't up, you can always turn the wheel towards you and you will see that it will come up. Down at the needle, we will take the thread in our hands, in both of our hands, and insert it into this little hook. Hier werden wir mit 2 Händen den Faden reintun und gleich durch die Nadel noch. Schau mal, dass eure Faden gut abgeschnibbelt ist. So make sure that your thread is cut properly so it has a sharp end. And if you want to have some more information about threading, wenn ihr mehr Informationen zu einfädeln wollt, gibt es ein Video oben in der Ecke. When you thread the machine, you should have your presser foot up, and when you thread the needle, you should have it down. Wenn man die Maschine einfädelt, sollte der Fuß oben sein, und wenn er dann durch die Nadel geht, sollte der Fuß unten sein. So, jetzt seht ihr halt, wie man auch den Faden abschneiden kann. So here you can see how you can cut the thread. It's not perfect, but it does the job. So let's have a look at our bobbin case. So this is how you open it up and pull it towards you. Also hier ist unsere Spulenkapsel, ziehen wir zu uns.
Und schau mal, da ist ja schon ein Faden drin und wir werden einen neuen reintun oder den gleichen einfach. So, also nehmen wir uns den raus. Now you can just get that thread out like so and put it in like this. And it goes through this little opening, also hier durch diese kleine Öffnung, und dann hält ihr die Spule fest, damit ihr ein bisschen Spannung auf den Faden bekommt, um den unter diesen kleinen Plätzchen hier drunter zu kriegen. So then you just put through like it would be a dental floss, and you take it in your hand and make sure to put it in right way around like that. It shouldn't wiggle too much, also es sollte fest sein da drin und sich nicht zu sehr bewegen. Wenn es falsch wäre, dann wäre das Ganze locker und so rumputzeln, das wäre nichts. So if it's wrong, it looks like this and you're not gonna have any good seams. So make sure to press it all the way in, so it doesn't move around. Just for you to get a better view, also so sieht es dann aus von der Seite. Da seht ihr eine kleine Einkerbung, da sieht alles richtig aus. So, this is the part that everyone looks at twice, or maybe even more. So, hier kommen wir mal zum Angeln, würde ich sagen. Wir halten unsere obere Faden fest mit einem Finger und kurbeln einmal zu uns, bis der Fadenhebel wieder oben ist. Und schon haben wir den Faden. So, for everyone in English, you take your finger on your top thread, then you turn the hand wheel towards you, all the way down, and then when you have the hook up again, which I'll show you here in the picture, you're all done and you have 2 threads which go underneath your foot. Die Fäden kommen unter den Fuß und dann können wir gleich nähen. Für alle, die noch nicht rausgefunden haben, wie der Fuß hoch und runter geht, hier wäre der Hebel dafür. Aber ich denke mal, ihr guckt bestimmt das Video mehrmals. This is how your presser foot goes up and down, and this is how you take off your presser foot. Und hier könnt ihr auch eure Nähfuß einmal weglassen, also abmachen und wieder dran machen. Nach jeder Überholung mache ich natürlich auch eine Stichprobe. Hier habe ich herausgefunden, dass die Nähmaschine auf jeden Fall einen richtig guten Faden braucht, damit die auch einen guten Performance macht. So this sewing machine really needs a good thread. So really make sure it's not a cheap one. More about threads, you can look in the video up in the right corner. Mehr Informationen zu Faden gibt es oben in der Ecke. Auch nach der Reinigung und Ölen ist die Nähmaschine relativ laut. Das ist wie gesagt eine Anfängermaschine. So this machine is pretty loud, I would say. It is a very cheap machine, but it does the job. I'll show you how the stitches work. Here I'm going forwards and backwards. I'll show you the button for that. Button ist pretty small, also der Knopf für Rückwärtsfahren ist ganz schon klein, da kann man abrutschen, gut festhalten und dann fährt man rückwärts, während man Gas gibt. Die Stichlänge kann man dann hier aussuchen, je größer die Nummer, je längere die Nähte. So here are the stitch length, 3 is the normal stitch length for a straight seam and also a zigzag, and the bigger your number, the larger your stitches. Punktuell für Nähen wäre dann auf 0. If you choose the red part, then you can also make a buttonhole. Also hier bei Rot könnt ihr ein Knopfloch nähen. Dazu braucht ihr noch weitere Einstellungen und das ist diese RST. So the R, S and T, you can see there are numbers on that. So you start with the number 1, 2, 3 and 4. So that's the buttonhole and then you have loads of lovely stitches. Also hier habt ihr richtig viel Auswahl beim Striche und da seht ihr, ja, alles was grün ist, wird halt bei grün ausgewählt. Hier die ersten, die ihr braucht, sind halt A, B, C und alle diese Zickzacks. So these ones you're gonna use a lot, which is like straight seams and zigzag. You can also sew jersey if you want to. That's pretty easy. Also jersey kann man auch damit nähen. Try your stitches always before you start a project. Also versuche immer auf einen kleinen Lappen die Nähte erstmal vorzunähen, um zu schauen, ob die gut ausschauen. Mich würde es sehr interessieren, ich glaube alle anderen auch, wenn du eine AEG-Maschine hast, ob du die magst oder was könnte man ändern. Schreib gerne in den Kommentaren. Die Stichlänge 3 benutzen wir im Nähkurs meistens für Gradstich und einen Versäuberungsstich mit Zickzack. Und für Jersey benutzen wir 1,5 Länge und die B.
if you have this sewing machine at home. Let me know what you think about it. Yeah, feel free to write in the comments. Thank you to all of the 500 subscribers that we have here, and I hope we're going to hit 1,000 soon. Anyways, I'm going to let you listen to the machine. It's a little bit loud, but this price class is quite usual for this kind of sounds.